Hallo liebe Häkelfreunde, ich mache auch heuer wieder ein paar Wochen Sommerpause, aber damit euch nicht langweilig wird, habe ich als Überbrückung diese bezaubernde Tunika für euch entworfen und gehäkelt. Das Design ist sehr eigenwillig, aber gerade deswegen hoffe ich, dass es euch gefällt. Die Tunika ist nicht allzu schwierig nachzumachen. Sie ist aber schon ein etwas aufwendigeres Projekt und es ist aufmerksames und genaues Arbeiten erforderlich, damit ihr zu einem schönen Ergebnis kommt. Was ihr dazu braucht, findet ihr wie immer auf der Materialseite nach dem Intro und ihr findet wie immer die wichtigsten Infos auch schriftlich in der Fußzeile. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ich antworte so bald als möglich. Ich melde mich in einigen Wochen mit neuen kreativen Ideen zurück und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Für diese Tunika nehme ich 2 vierfädige Bobbel zu 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge. Dieser hier heißt Honolulu und ist von hobby.de und ich beginne von innen nach außen, also mit der hellsten Farbe. Ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5 und ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und diese schließe ich mit einer Kettmasche zur Runde. Beginne mit 3 Luftmaschen. Die zählen als ein Stäbchen und häkle noch 2 Stäbchen in den Ring hinein. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, das ist eine Ecke, dann kommen wieder 3 Stäbchen in den Ring hinein. Die zweite Ecke, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring hinein. Zwei Luftmaschen, das ist die dritte Ecke, wieder 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, das ist die vierte Ecke und noch ein 5. Mal 3 Stäbchen, einmal, zweimal, dreimal, viermal, 5-mal und die letzte Ecke wird etwas anders gemacht. Anstatt der 2 Luftmaschen mache ich ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und immer von unten anfangen zu zählen. Erste, zweite, dritte Luftmasche und hier kommt das halbe Stäbchen hinein und somit haben wir 5 mal 3 Stäbchen und dazwischen immer eine Lücke. Und die zweite Runde beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke.
Dann häkeln wir auf jedes Stäbchen der Vorrunde, also auf alle 3, jeweils ein Stäbchen drauf. 1, 2, 3 und 2 Stäbchen in die Lücke, sodass wir jetzt 2, 4, 6, 7 Stäbchen haben. Jetzt kommen 2 Luftmaschen, dann 2 Stäbchen in die Lücke, jeweils ein Stäbchen auf jedes vorhandene Stäbchen, also in dieser Runde 3 und 2 Stäbchen in die Lücke. Und wir haben auch hier auf dieser Kante von Lücke zu Lücke 7 Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, jeweils ein Stäbchen auf jedes Stäbchen der Vorrunde. Und 2 in die Lücke. Und auf jeder Kante müssen 7 Stäbchen sein. Die 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, jeweils 1 auf die vorhandenen Stäbchen draufhäkeln und 2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 in die Lücke, auch auf die letzten 3 jeweils ein Stäbchen draufhäkeln. Und jetzt müssen wir auch diese Ecke noch vollständig machen. Dazu fehlen in dieser Reihe noch 2 Stäbchen, sodass wir auch auf der letzten und 5. Kante 7 Stäbchen haben und wir schließen die Reihe wieder mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche. Die 3. Runde beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Dann folgt eine Luftmasche und wir lassen das erste Stäbchen aus, in diesem Fall das Ersatzstäbchen, und aufs zweite Stäbchen häkeln wir eine Noppe. Dazu holen wir einen Umschlag, stechen ins zweite Stäbchen ein, holen den Faden durch, holen wieder einen Umschlag, stechen noch einmal ein, holen den Faden ein zweites Mal durch, holen einen Umschlag und holen den Faden ein drittes Mal durch, maschen alle Schlaufen gemeinsam ab bis auf 2 und die 2 dann am Schluss noch abmaschen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und wieder eine Noppe häkeln, den Faden immer etwas heraufziehen, insgesamt 3 Mal den Faden durchholen, alle gemeinsam abmaschen und dann die letzten beiden. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Noppe häkeln, eine Luftmasche. Das letzte Stäbchen bleibt unbehäkelt, das lassen wir aus und häkeln die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen,
Dann schiebe ich das immer ein bisschen zur Seite, damit alle Maschenköpfe sichtbar sind. Wir starten mit einer Luftmasche, lassen die erste Masche aus und auf die zweite häkeln wir wieder eine Noppe, eine Luftmasche, eine auslassen, die zweite Noppe, eine Luftmasche, eine auslassen und immer auf dem vorletzten Stäbchen kommt die letzte Noppe hin und am Schluss noch eine Luftmasche. Wir haben auf jeder Kante 3 Noppen. Jetzt folgt wieder die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, eine Noppe auf das zweite Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, eine Noppe häkeln, das ist die zweite Noppe, eine Luftmasche, eine auslassen und die dritte Noppe und auch nach der Noppe eine Luftmasche, dann die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Noppe aufs zweite Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche, eine auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche, die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen und wir sind schon bei der letzten Kante angekommen und auch hier häkeln wir unsere 3 Noppen. Dazwischen immer eine Luftmasche, auch nach der letzten Noppe eine Luftmasche und hier fehlen uns noch 2 Stäbchen, um die Ecke vollständig zu machen und dann schließen wir wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben auf jeder Seite 3 Noppen. Die nächste Reihe funktioniert, was die Zunahmen betrifft, ein bisschen anders. Wir dürfen nicht in jeder Reihe in den Ecken 4 Stäbchen zunehmen, sonst beginnt sich das Fünfeck zu wellen. Das bedeutet, genau aufpassen, in dieser Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und mache kein zweites Stäbchen in die Lücke, also nur ein Stäbchen. Dann häkle ich auf die beiden Stäbchen aus der Vorrunde jeweils ein Stäbchen drauf. Somit haben wir jetzt 3 Stäbchen. Dann häkle ich ein Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkle ich um diese Noppe herum
ein Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, ich hole einen Umschlag, steche um die Noppe herum, hinten herum. Also wir stechen vorne vor der Noppe ein und kommen hinten hinter der Noppe wieder heraus, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Dadurch treten die Noppen ein bisschen mehr hervor. Dann ein Stäbchen in die Lücke. Dann wieder ein Reliefstäbchen um die Noppe herum, also vor der Noppe einstechen, hinten durchfahren und wieder herauskommen, den Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in die Lücke. Und bei den Reliefstäbchen solltet ihr Folgendes beachten: Ihr solltet den Faden ein bisschen länger ziehen, damit das kein klitzekleines Stäbchen wird, sondern in etwa dieselbe Höhe hat wie die anderen Stäbchen. Jetzt wieder ein Stäbchen in die Lücke, dann wieder unbedingt auf die beiden Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf häkeln und dann noch eins in die Lücke. Und wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 13 Stäbchen. Und diese Zahl muss bei jeder Kante gleich sein. Und es müssen 13 sein, also gut aufpassen. Dann folgt die Ecke mit 2 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen in die Lücke. Dann kommen die beiden aus der Vorrunde, die behäkeln wir mit je einem Stäbchen. Dann eins in die Lücke und ein Reliefstäbchen um die Noppe herum. Hier den Faden etwas länger ziehen, eins in die Lücke immer, eins um die Noppe herum, eins in die Lücke, eins um die Noppe herum und noch einmal eins in die Lücke. Also keine Lücke vergessen. Und dann wieder jeweils ein Stäbchen auf die beiden Stäbchen der Vorrunde und eins in die Lücke. Und auch hier müssen wir 13 Stäbchen haben. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Ich zeige es euch noch einmal. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, jeweils eins auf die Stäbchen der Vorrunde, in jede Lücke eins, um jede Noppe ein Reliefstäbchen von vorne, immer an die Lücken denken, da kommt in jede Lücke ein Stäbchen, auch nach der letzten Noppe oder nach dem letzten Reliefstäbchen eins in die Lücke, dann die 2 aus der Vorrunde behäkeln und die Ecke besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und auch hier haben wir von Lücke zu Lücke 2, 4, 6, 8, 10, 13 Stäbchen. Und das machen wir auf allen Kanten genau gleich. Und überall müssen es 13 Stäbchen sein. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Am Ende der Runde fehlt in dieser Reihe nur noch ein Stäbchen für die Ecke. Wir haben auch hier unsere 13 Stäbchen, 2, 4, 6, 8, 10, 13 und wir schließen wie gewohnt mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens.
Und in der nächsten Reihe machen wir die Ecke wieder mit jeweils 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, also 3 Luftmaschen ist das erste Stäbchen und ein zweites dazu. Und jetzt häkeln wir diese 13, die wir jetzt hier aus der Vorrunde haben, als Reliefstäbchen von hinten. Das bedeutet, wir stechen von hinten nach vorne um das Stäbchen herum, wieder nach hinten, holen den Faden herauf und häkeln ein Stäbchen. Ein Umschlag von hinten nach vorne, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln. Ein Umschlag von hinten nach vorne und dann wieder nach hinten, den Faden immer etwas heraufholen, ein Stäbchen häkeln. Dadurch entsteht ein Steg und das machen wir jetzt mit allen Stäbchen so, die vorhanden sind, und am Ende der Kante, also bei der nächsten Ecke, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt alle 13 Stäbchen aus der Vorrunde als Reliefstäbchen von hinten abgehäkelt und jetzt folgen 2 in die Lücke. Und das bedeutet, wir haben insgesamt 17 Stäbchen. Diese 2 und diese 2 sind 4 plus die 13 Reliefstäbchen, also insgesamt pro Kante 17 Stäbchen. Dann die Ecke mit 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in die Lücke. Dann folgen wieder 13 Reliefstäbchen von hinten und an der nächsten Ecke sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch auf dieser Kante 17 Stäbchen, 4 normale praktisch und 13 Reliefstäbchen. Die 2 in die Lücke habe ich schon gemacht. Dann die 2 Luftmaschen und wieder 2 in die Lücke. Und jetzt kommen wieder die 13 Reliefstäbchen von hinten und alle Kanten müssen genau gleich sein. Und das mache ich die ganze Runde zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. In dieser Runde fehlen uns am Ende noch die beiden Stäbchen, um die Ecke vollständig zu machen. Und dann schließen wir wie immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche und wir haben auf allen 5 Kanten 17 Stäbchen. In der nächsten Reihe nehmen wir wieder nicht so viel zu, das heißt wir häkeln wieder nur die 3 Luftmaschen, also ein Stäbchen und kein zweites dazu. Und jetzt häkeln wir einfach eine Reihe Stäbchen. Auf jedes Stäbchen der Vorrunde kommt ein Stäbchen drauf und an der Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen und hier besteht die Ecke aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und wir erhalten
pro Kante 19 Stäbchen und die Zahlen müssen immer stimmen. Und ich häkle jetzt die Runde zu Ende. Wie gesagt, auf jeder Kante ergeben sich 19 Stäbchen. Die Ecke besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich vervollständige noch die letzte Ecke mit einem Stäbchen und schließe zur Runde in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir haben auf jeder Kante 19 Stäbchen. Die nächste Runde, hier haben wir wieder je 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in jeder Ecke. Das heißt, das erste haben wir schon gemacht. Es kommt noch ein zweites Stäbchen dazu. Und jetzt häkle ich die vorhandenen 19 als Reliefstäbchen von hinten, so wie wir es vorhin schon einmal gemacht haben. Einfach alle 19 abhäkeln und an der Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die 19 Reliefstäbchen gemacht und jetzt in die Ecke kommen in dieser Runde wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt folgen wieder die 19 Reliefstäbchen und wir haben auf jeder Kante jetzt insgesamt 23 Stäbchen. 4 davon sind normale Stäbchen und 19 sind Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir wieder auf allen Kanten gleich und überall müssen wir insgesamt auf 23 Stäbchen kommen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier fehlen am Ende in dieser Reihe 2 Stäbchen, um die Ecke zu vervollständigen. Und wir schließen wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Die nächste Runde ist eine Stäbchenrunde. Die einzige Besonderheit ist wieder, dass wir in die Ecken immer nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen machen. Wir beginnen also mit dem Ersatzstäbchen, häkeln auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen abgehäkelt und in die Ecke machen wir wie gesagt ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und es ergeben sich von Lücke zu Lücke 25 Stäbchen und die brauchen wir auf allen 5 Seiten und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Am Ende fehlt ein Stäbchen in dieser Runde und wir schließen wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wie gesagt auf allen Seiten
sind im Moment 25 Stäbchen und in der nächsten Reihe beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt kommt eine Noppenreihe. Wir beginnen immer mit einer Luftmasche, lassen das erste Stäbchen aus. Hier am Anfang ist es das Ersatzstäbchen. Auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Noppe. Also Faden einmal durchholen, Faden zweimal durchholen, Faden dreimal durchholen, alle abmaschen bis auf 2 und dann die letzten 2. Eine Luftmasche, eine auslassen, eine Noppe häkeln, eine Luftmasche immer als Abstand und eine immer auslassen. Also auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Noppe, dazwischen immer eine Luftmasche und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Die Kante endet so. Die letzte Noppe ist auf dem vorletzten Stäbchen, das letzte bleibt unbehäkelt. Das überspringen wir noch mit einer Luftmasche und die Ecke besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und es ergeben sich auf jeder Kante genau 12 Noppen. Und das machen wir wieder die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Und sie endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit 2 Stäbchen in die Lücke, um die Ecke vollständig zu machen. Und wir schließen wie immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. In der nächsten Runde wieder nur das Ersatzstäbchen für den Beginn, dann unbedingt diese beiden Stäbchen behäkeln mit einem Stäbchen, sodass wir jetzt bis zur ersten Lücke 3 Stäbchen haben. Dann kommt immer eins in die Lücke und ein Reliefstäbchen von vorne um die Noppe herum, 1 in die Lücke, 1 um die Noppe herum, 1 in die Lücke und wir sehen uns an der nächsten Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, auch nach der letzten Noppe nicht vergessen, noch ein Stäbchen in die Lücke und ganz wichtig, die beiden Eckstäbchen auch behäkeln mit je einem Stäbchen und dann noch eins in die Ecke, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Also die Ecke besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen und es ergeben sich von Lücke zu Lücke, also pro Kante 31 Stäbchen und die brauchen wir wieder auf allen 5 Kanten und dann, wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Am Ende fehlt uns ein Stäbchen noch in die Lücke und ein halbes Stäbchen, um die Runde zu schließen.
Die nächste Runde beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir wieder alle Stäbchen aus der Vorrunde als Reliefstäbchen von hinten, so wie wir es vorhin schon gemacht haben. Das müssen 31 Reliefstäbchen von hinten sein und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Ecke angekommen und die besteht in dieser Reihe aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und von Lücke zu Lücke ergeben sich insgesamt 35 Stäbchen. Davon sind 4 normale Stäbchen und 31 Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir wieder die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich beende die Reihe wieder mit 2 Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und die nächste Reihe beginnt wieder mit einem einzelnen Stäbchen. Die Ecken bestehen also aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen. Und wir häkeln einfach lauter Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen und es ergeben sich 37 Stäbchen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen und wie gesagt, die besteht in dieser Runde aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen und wir brauchen auf allen 5 Kanten 37 Stäbchen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder beinahe mit der Reihe fertig, häkle noch das letzte Stäbchen in die Lücke und schließe mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche zur Runde. Und jetzt kommt wieder eine solche mit Reliefstäbchen von hinten. Und wir beginnen mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das bedeutet, die Ecken bestehen aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und wir häkeln wieder alle Stäbchen der Vorrunde als Reliefstäbchen von hinten ab. Die Ecken wie gesagt mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und es ergeben sich insgesamt pro Kante 41 Stäbchen und das machen wir wieder an allen 5 Kanten und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Runde mit 2 Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen beendet. Jetzt kommt wieder eine Stäbchenreihe und die beginnt mit einem einzelnen Stäbchen. Das heißt, die Ecken bestehen aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen.
und es ergeben sich pro Kante 43 Stäbchen und die machen wir auf jeder Kante und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Die folgende Reihe ist eine Noppenreihe, wie wir sie sinngemäß schon ein paar Mal gemacht haben. Sie beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das heißt, die Ecken bestehen aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann beginnen wir mit einer Luftmasche, lassen das erste Stäbchen aus und auf jedes zweite Stäbchen häkeln wir eine Noppe, dazwischen immer eine Luftmasche und es ergeben sich pro Kante genau 21 Noppen und die Ecken, wie gesagt, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet mit 2 Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen. Die nächste Reihe beginnt wieder mit einem einzelnen Stäbchen. Das heißt, in die Ecken kommt immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Ganz wichtig in dieser Reihe ist, diese beiden Stäbchen aus der Vorrunde unbedingt behäkeln mit je einem Stäbchen. Dann immer in jede Lücke ein Stäbchen und um jede Noppe herum ein Stäbchen. 1 in die Lücke und 1 um die Noppe herum. Und es ergeben sich auf jeder Kante 49 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe diese Runde beendet und jetzt werden diese beiden Runden, die wir gerade gemacht haben, noch einige Male wiederholt, also immer abwechselnd eine Reihe Noppen, eine Reihe Stäbchen und zwar bis das Teil groß genug für euch ist und wie das gemessen wird, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst das Teil genauso hinlegen wie ich im Moment, so dass die Nadel links ist und ein Spitz zu euch hinunter schaut und wir messen hier über den Mittelpunkt drüber, genau über die Mitte, parallel zu dieser Kante hier. Und da habe ich jetzt 41 cm und ich brauche ungefähr 50 bis 51 für meine halbe Oberweite, da ich etwa 100 Oberweite habe. Also lieber 1 cm mehr als weniger und unbedingt mit einer Stäbchenreihe enden. Wie gesagt, so lange diese 2 Reihen wiederholen, bis ihr eure halbe Oberweite erreicht habt, plus 1-2 cm. Und ich schreibe euch noch einige Reihen auf, damit ihr wisst, auf welche Zahlen ihr kommen solltet. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die 15. und 16. Runde noch zweimal wiederholt. Das heißt, ich habe noch 4 Reihen dazu gehäkelt, habe jetzt 20 Runden. Bei euch kann das natürlich auch anders sein. Und ich habe das Teil wieder so hingelegt wie vorhin.
Die Nadel ist links, oben ist ein gerader Teil und unten zu mir schaut der Spitz. Und ich messe hier noch einmal nach, wie gesagt, über den Mittelpunkt drüber und parallel zur geraden Kante. Und das sind bei mir ca. 51 cm. Das passt für mich und ihr schaut, was ihr braucht. Und ich nehme an, ihr habt eure halbe Oberweite erreicht. Und jetzt drehe ich das Ganze noch einmal herum um eine Kante sozusagen. Das Maß bleibt unverändert für die Oberweite. Also wichtig ist nur, dass oben eine gerade Kante ist und unten muss der Spitz sein. Und diese beiden Kanten hier unten, die behäkeln wir jetzt. Das wird der untere Teil der Tunika, das ist der obere Teil der Tunika. Und hier kommen später noch die Ärmel hin. Und ich drehe das Ganze jetzt herum, sodass der Spitz hinaufschaut. Und wie gesagt, diese beiden Kanten behäkeln wir jetzt. Das Muster bleibt dasselbe. Ich häkle eine Reihe Noppen und eine Reihe Stäbchen. Und ich mache natürlich ein paar Reihen mit euch gemeinsam. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle ein Stäbchen noch in die Lücke hinein, häkle eine Luftmasche, lasse das erste Stäbchen aus, so wie wir es kennen, und häkle auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe, dazwischen immer eine Luftmasche, genauso wie wir es vorhin in den Runden auch gemacht haben, und wir häkeln nun einmal Noppen, bis wir zur Spitze kommen, also bis hierher, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Spitze angekommen. Hier habe ich noch eine Luftmasche gemacht und ich mache einfach in diese Lücke hier ebenfalls eine Noppe. Ich mache hier keine Spitze mehr, sondern einen runden Übergang. Wieder eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen und mit den Noppen weitermachen wie bisher. Das Ganze sieht so aus, also einfach hier, wo vorhin eine Ecke war, kommt eine Noppe hinein. Der Abstand von einer Luftmasche bleibt immer gleich und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der nächsten Ecke angekommen, also dieses Stück haben wir jetzt behäkelt und ich habe am Ende noch eine Luftmasche gemacht. Das letzte Stäbchen lasse ich aus und häkle in die Lücke noch 2 Stäbchen. Und jetzt wenden wir die Arbeit und behäkeln nur noch diese beiden Kanten hier. Und die Noppenreihen, die dürft ihr immer ein bisschen auseinanderziehen. Und ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen und auf das Stäbchen, auf das zweite hier häkle ich ein Stäbchen drauf. Dann häkle ich ein Stäbchen in die Lücke. Und da wir uns jetzt auf der Rückseite, also auf der Innenseite befinden, häkle ich jetzt ein Reliefstäbchen von hinten um die Noppe herum. Eins in die Lücke und um die Noppe herum ein Reliefstäbchen von hinten. Eins in die Noppe
in die Lücke und 1 um die Noppe herum. Und das machen wir die ganze Reihe so durch, auch hier drüber, einfach drüber häkeln, bis wir auf der anderen Seite dieser zwei Kanten wieder ankommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, auch nach der letzten Noppe, auch in die letzte Lücke ebenfalls noch ein Stäbchen häkeln und dann die letzten zwei. Das letzte ist ein Ersatzstäbchen, da kommt das Stäbchen unbedingt in die dritte Luftmasche, damit ihr nicht an Höhe verliert. Und wir wenden wieder. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wie gesagt, hier habe ich einfach drüber gehäkelt, als ob hier nichts Besonderes wäre. Und die zwei Reihen, die wir jetzt gemacht haben, wiederholen wir jetzt einige Male. Die Noppenreihe beginnt immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen auf das nächste Stäbchen, also 2 Stäbchen. Dann folgt eine Luftmasche und dann kommt auf jedes zweite Stäbchen wieder eine Noppe, eine Luftmasche und auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Noppe. Die Anzahl ist genau die gleiche wie in dieser Reihe. Die Anzahl Noppen, die verändert sich nicht. Und wir machen wieder die ganze Reihe hinüber. Und dann sehen wir uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Am Ende sind noch 3 Stäbchen übrig. Davon überspringen wir 1 mit einer Luftmasche und beenden die Reihe mit 2 Stäbchen am Rand. 1 davon in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Also die Reihe beginnt mit 2 Stäbchen und endet auch mit 2 Stäbchen. Und dann wenden wir wieder und ich zeige euch auch die Stäbchenreihe noch einmal. Sie beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Beginnt also ebenfalls sozusagen mit 2 Stäbchen. Dann kommt 1 in die Lücke und dann immer Reliefstäbchen von hinten um die Noppen herum. Immer 1 in die Lücke, 1 um die Noppe herum, 1 in die Lücke und da müsst ihr konsequent darauf achten, dass ihr das immer gleich macht, also immer an die Lücken auch denken. Und wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am Ende beinahe angekommen und das Ende ist so. Auch hier müssen wir in die letzte Lücke noch ein Stäbchen häkeln und dann noch 2. Das letzte kommt wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und dann wenden wir wieder und ich häkle jetzt noch weitere 5 Reihen dran. Wir haben bis jetzt für das untere Teil 4 Reihen gehäkelt. Ich häkle noch weitere 5 Reihen und ende also vorläufig mit einer Noppenreihe und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das Schößchen fertiggestellt.
Ich habe es im Moment ca. 11 cm lang gemacht, also von hier gemessen oder von hier, wo wir eben mit der ersten Noppenreihe begonnen haben. Also ich habe hier 9 Reihen gemacht und die Gesamtlänge ist bei mir jetzt gut 60 cm von hier bis hier. Aber das ist noch nicht die fertige Länge der Tunika, also da kommt noch einiges dazu, weil das ist hier der Halsausschnitt, also es ist vom Halsausschnitt bis hinunter gut 60 cm bei mir. Wenn ihr das Fünfeck größer gemacht habt als ich, dann habt ihr einige Zentimeter mehr und länger würde ich das jetzt nicht mehr machen. Und jetzt häkle ich also noch eine Abschlussreihe. Dazu wende ich die Arbeit noch einmal. Ich befinde mich also jetzt auf der Rückseite und ich mache eine Reihe halbe Stäbchen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle gleich in die allererste Einstichstelle ein halbes Stäbchen. Dann auf das zweite Stäbchen ebenfalls ein halbes Stäbchen und dann in jede Lücke eins und immer in den Kopf der Noppe eins, in die Lücke eins, in den Kopf der Noppe eins und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe halbe Stäbchen gemacht, auch am Schluss wichtig. Eins noch in die Lücke und dann noch eins auf die beiden Stäbchen, also jeweils eins und das letzte kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und jetzt mache ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Auf der rechten Seite, auf der schönen, sieht das jetzt so aus. Wenn ihr den Eindruck habt, dass hier eine Beule entsteht, das ist bei mir im Moment auch so. Das fällt dann, wenn wir die Nähte schließen, denn hier soll es ja gerade hinuntergehen und dann entspannt sich das. Und jetzt machen wir gleich miteinander die Ärmelchen und da sehen wir uns gleich wieder. Für die Ärmel drehen wir uns das Ganze einmal herum. Hier kommt der Ärmel hin und dazu nehme ich mir wieder die Wolle, steche in der Ecke des Fünfecks hier oben ein, hole den Faden durch, verknote ihn steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Den Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln und ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und jetzt häkle ich insgesamt mit dieser ersten hier häkle ich 15 feste Maschen. In jedes Stäbchen, das kommt, eine feste Masche, bis ich 15 habe und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 15 feste Maschen gemacht und jetzt mache ich 15 halbe Stäbchen. Wieder
in jedes Stäbchen, das kommt, ein halbes Stäbchen, bis ich 15 habe, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 15 feste Maschen und 15 halbe Stäbchen gemacht. Und jetzt häkle ich 15 Stäbchen wieder in jedes Stäbchen der Vorrunde oder halt der vorhandenen Reihe hier ein Stäbchen, bis wir 15 Stäbchen haben. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 15 feste Maschen, 15 halbe Stäbchen, 15 Stäbchen. Bei mir sind das ungefähr 27 cm. Sollte das bei euch völlig anders sein, ich schreibe euch noch andere verwendbare Zahlen unten hin. Ich habe mich jetzt für 3 mal 15 entschieden und ich wende die Arbeit wieder. Und jetzt machen wir das so: auf die 15 Stäbchen, also dieses zählt natürlich mit, das ist schon das erste. Und jetzt kommen weitere 14. Auf alle Stäbchen kommen wieder Stäbchen drauf. Auf alle halben Stäbchen kommen wieder halbe Stäbchen. Und auf alle festen Maschen kommen wieder feste Maschen. Ich häkle jetzt diese 15 Stäbchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 15 Stäbchen gehäkelt, inklusive des Ersatzstäbchens. Und jetzt folgen 15 halbe Stäbchen und dann sehen wir uns bei den festen Maschen wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 15 Stäbchen und 15 halbe Stäbchen. Und jetzt häkle ich noch 15 feste Maschen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 14 feste Maschen bis jetzt gemacht. Ganz wichtig, die letzte auch nicht vergessen, die 15. ganz am Rand, sodass wir 15 Stäbchen, 15 halbe Stäbchen und 15 feste Maschen haben. Dann wenden wir wieder und diese beiden Reihen werden jetzt stets wiederholt. Ganz wichtig ist am Anfang der Reihe eine Luftmasche und gleich in die erste feste Masche häkeln, damit die Zahl auf jeden Fall unverändert bleibt. Und das Ganze mache ich jetzt, also immer diese beiden Reihen, immer auf die festen Maschen wieder feste Maschen, auf die halben Stäbchen halbe Stäbchen und auf die Stäbchen Stäbchen, sodass der Ärmel hier breiter wird und hier wird er nur ganz schmal. Und ich mache das so lange, bis ich hier an der breiten Stelle ca. 24 bis 25 cm erreicht habe. Das ist dann ein halber Ärmel. Und wenn ich hier 24 bis 25 cm erreicht habe, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 17 Reihen insgesamt gehäkelt, um das Maß von ca. 24 bis 25 cm zu erreichen. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und für den zweiten Ärmel dreht ihr euch das Ganze auf die weniger schöne Seite um und beginnt wieder
hier oben in der Ecke und häkelt den zweiten Ärmel ganz genau gleich wie den ersten. Also hier in der Ecke wieder anschlingen. Und wenn ihr den zweiten Ärmel gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide halben Ärmel sozusagen dran gehäkelt. Die zweite Hälfte ist ja dann beim anderen Teil. Und genau das müsst ihr jetzt machen, nämlich ein zweites völlig identisches Teil, genauso wie dieses, inklusive der halben Ärmel. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites völlig identisches Teil angefertigt und habe die beiden Teile mit der schönen Seite nach innen aufeinander gelegt. Und jetzt schließen wir zunächst die Seitennähte. Dazu habe ich ein paar Klammern angebracht. Es ist ganz wichtig, dass die Reihen genau übereinander stimmen. Dieses Teil bleibt offen, nur bis hierher, bis unter dem Arm sozusagen. Dieses Stück schließen wir jetzt und dazu steche ich möglichst weit am Rand durch beide Teile durch, hole den Faden durch. Mache einen Knoten hinein. Steche noch einmal durch dieselbe Lücke durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, den Faden häkle ich gleich mit ein, steche noch einmal durch dieselben Öffnungen durch, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche und häkle dann die beiden Teile zusammen, und zwar so, dass es eine möglichst flache Naht gibt. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Reihen genau übereinander stimmen. Macht nicht zu viele feste Maschen, sonst wälzt sich das Ganze, und nicht zu wenige, sonst zieht sich die Naht zusammen und macht nicht ganz klitzekleine feste Maschen, sondern holt den Faden herauf und mascht dann ab. Und auf diese Weise schließe ich die Seitennaht bis hierher, und auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Und dann sehen wir uns bei den Ärmelnähten wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Seitennähte geschlossen. Hier, wo Maschen sind, ist es klar, da immer Masche für Masche die Nähte schließen. Das machen wir auch bei den Ärmeln genau gleich. Wir stechen auch hier am Rand in die erste Masche, stechen wir ein, durch beide Teile durch, holen den Faden durch, machen einen Knoten hinein, stechen noch einmal durch beide Maschen durch, in dieselbe Öffnung, wo der Faden drin ist, holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche, und die Fäden könnt ihr gleich mit einhäkeln, und hier zunächst noch eine feste Masche in dieselbe Öffnung hinein und dann Masche für Masche. Also immer schauen,
vorne dieselbe Masche erwischen und hinten den Faden durchholen und eine feste Masche häkeln. Vorne und hinten genau schauen, durch dieselbe Masche durch den Faden durchholen, und so schließen wir beide Ärmelnähte und dann sehen wir uns beim Ausschnitt wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika jetzt vollständig zusammengehäkelt, die Ärmelnähte geschlossen und die Seitennähte, und jetzt müssen wir den Ausschnitt einhalten. Der ist natürlich noch viel zu groß, und dazu starte ich, also es ist egal, welches die Vorder- und Rückseite ist im Moment. Ich starte jetzt hier bei einem Ärmel. Da beginne ich, steche mit der Nadel ein und verknote den Faden. Steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann noch einmal in dieselbe Einstichstelle, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche, und jetzt häkle ich einmal rund um den Halsausschnitt eine Reihe feste Maschen. Hier, wo Maschen sind, ist es klar, pro Masche eine, und bei den Ärmeln, da schaut ihr wieder, dass das möglichst flach wird. Die Anzahl ist nicht tragisch, also die Gesamtanzahl. Ich würde aber schauen, dass bei den Ärmeln auf beiden Seiten gleich viele feste Maschen sind. Und ich häkle jetzt mal den Ärmel ab und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt über den Ärmel drüber feste Maschen gemacht, und bei mir haben sich 34 feste Maschen ergeben, und wie gesagt, diese Zahl solltet ihr euch merken, und es sollten auf der anderen Seite in etwa gleich viele sein. Auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an, aber es sollte ungefähr stimmen. Und dann kommen wir jetzt zum Teil, wo wir schöne Maschen haben. Hier würde ich in diese Lücke noch eine machen und dann auf jede Masche, die kommt, eine feste Masche, und das machen wir rundherum, und dann sehen wir uns beim Schließen der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin einmal rundherum gekommen und schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt werden wir die Maschenzahl reduzieren. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und häkle gleich in die erste Masche eine feste Masche und häkle weitere 4, 2, also dass wir mit insgesamt 5 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, und jetzt häkle ich 2 zusammen abgemaschte feste Maschen, und dazu steche ich zunächst in die nächste Masche ein, die kommt, hole den Faden durch
und dann in die übernächste, die kommt, hole den Faden durch. Wir haben 3 Fäden auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Und in der nächsten Reihe ist das dann nur noch eine feste Masche. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Ich häkle jetzt immer 5 feste Maschen. 2, 3, 4, 5 und dann in die nächsten beiden, die kommen, 2 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir stechen in die erste einholenden Faden durch, stechen in die zweite einholenden Faden durch und maschen alle 3 gemeinsam ab. Das muss sich nicht genau ausgehen. Ihr macht es einfach so oft, wie es sich ausgeht. Immer 5 feste Maschen und dann 2 zusammen abgemaschte feste Maschen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin das zweite Mal rundherum gekommen. Der Ausschnitt ist schon etwas kleiner, aber natürlich immer noch zu groß. Und ich werde diese Reihe, die wir jetzt gemacht haben, genau dieselbe Reihe, noch einige Male wiederholen. Und zwar so lange, bis der Ausschnitt für mich passt, beziehungsweise ihr macht es so lange, bis der Ausschnitt für euch die richtige Größe erreicht hat. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Halsausschnitt fertiggestellt. Und zwar habe ich insgesamt 6 Reihen abgenommen, also 6 Reihen feste Maschen mit Abnahmen gemacht und am Schluss noch eine Reihe ohne Abnahmen drüber gehäkelt, dann die Runde geschlossen mit einer Kettmasche und den Faden vernäht. Und jetzt machen wir noch eine Verlängerung der Ärmel und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Wir machen jetzt ein Stück Ärmel noch dran. Und zwar, ich habe ja hier, oder ihr auch, ungefähr 25 cm Breite. So viel brauche ich nicht. Das heißt, ich werde den Ärmel etwas einhalten. Und da habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr den Ärmel weiter haben wollt, dann häkelt ihr, ich zeige es euch nachher, immer um die Randmasche, um diese Randstäbchen herum, jeweils 3 in eine Masche. Ich mache nur 2, weil ich den Ärmel etwas einhalten will. Die nächste Möglichkeit wäre abwechselnd 2, 3, 2, 3. Und ich mache es so, ich schlinge hier unter dem Arm, schlinge ich an, mache einen Knoten hinein, diesen Faden lasse ich hängen, den vernähe ich später. Ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle noch ein zweites Stäbchen dazu. Und wie gesagt, ich mache in jede Lücke bzw. um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen. Dadurch wird der Ärmel ungefähr um 1/4 schmaler, als er jetzt ist, also eingehalten. Wenn ihr ihn weit haben wollt, macht ihr 3 Stäbchen in eine Masche und ein Mittelding wäre abwechselnd 2, 3, 2, 3. Wichtig ist, dass ihr am Ende der Runde
eine gerade Maschenzahl hat. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche zur Runde. Ziehe jetzt den Faden etwas länger, hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch diese erste Öffnung hier und das Ganze noch ein zweites Mal. Das wird unsere erste Noppe. Die masche ich alle gemeinsam ab und diese erste Noppe beschließe ich mit einer lockeren Luftmasche und häkle eine weitere Luftmasche und dann häkle ich wieder ganz normale Noppen, so wie wir es vorhin auch gemacht haben, auf jedes zweite Stäbchen, dazwischen immer eine Luftmasche. Ihr kennt das vom Fünfeck und das machen wir einmal rundherum, auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe, dazwischen immer eine Luftmasche. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Am Schluss habe ich noch eine Luftmasche gemacht. Ein Stäbchen bleibt übrig. Und wir schließen in den Kopf dieser ersten Noppe in den Kopf hinein mit einer Kettmasche zur Runde. Dann häkle ich 3 Luftmaschen als Ersatz fürs erste Stäbchen, dann 1 in jede Lücke und wieder ein Reliefstäbchen von vorne um die Noppe herum und ganz wichtig auch immer in jede Lücke 1. Und das machen wir wieder die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Und die Stäbchenreihe, auch hier ist ganz wichtig, dass ihr auch in die letzte Lücke nach der Noppe noch ein Stäbchen häkelt, damit unbedingt die gerade Maschenanzahl erhalten bleibt. Und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde und ich zeige euch noch einmal die erste Noppe. Hier den Faden etwas länger ziehen, einen Umschlag holen, in das Ersatzstäbchen einstehen, den Faden einmal durchholen, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durchholen, alle Fäden abmaschen und dann eine lockere Luftmasche um die Noppe, diese erste, zu beschließen und dann eine weitere Luftmasche für den Abstand und dann wieder auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe, eine Luftmasche und das Ganze sieht jetzt so aus im Moment. Der Ärmel ist jetzt in etwa noch 18 cm breit. Ich mache ungefähr 15 cm hier dran, also von hier gemessen, und das sind bei mir 12 Reihen. Die letzte Reihe ist eine Noppenreihe und ihr könnt natürlich den Ärmel länger oder kürzer auch machen, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall mit einer Noppenreihe enden und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 12 Reihen Ärmel gehäkelt und jetzt mache ich noch eine Abschlussrunde. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle in den Kopf der Noppe ein halbes Stäbchen und dann in jede Lücke ein halbes Stäbchen
und in jede Noppe ein halbes Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Auch in die letzte Lücke habe ich noch ein halbes Stäbchen gemacht. Und ich schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Häkle noch eine Luftmasche. Schneide den Faden ab. Ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und den zweiten Ärmel macht ihr ganz genau gleich wie diesen, und dann noch die Fäden vernähen, und dann sehen wir uns nochmals kurz wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe den zweiten Ärmel dran gemacht, alle Fäden vernäht, und was ich jetzt noch machen werde, ich werde die Tunika in die Waschmaschine geben, bei 30 Grad im Wollwaschgang mit einem Wollwaschmittel, und dann werde ich sie liegend trocknen lassen, und dabei werde ich sie etwas in Form noch bringen. Hier den Halsausschnitt schön zurechtziehen, das ist wichtig, und ich würde beim Trocknen das also nicht so hinlegen, sondern schön eher eng legen zum Trocknen. Dann passt sich die Tunika dann besser an eure Figur an. Also das schön eng, die Ärmel schön hinlegen und so trocknen lassen. Und dann ist unsere wunderschöne Tunika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt Spaß beim Nachhäkeln, und ich habe schon wieder viele neue Ideen im Kopf. Ich wünsche euch eine wunderbare Sommerzeit und wir sehen uns bald wieder. Eure Karin aus dem Ländle.